In the past, like I say, 30 years, yeah, I've lived it because I'm lucky and I know I'm fortunate. I do. I love it. Es gibt unzählige brillante Liebesgeschichten in Hollywood, aber es gibt eine, die sowohl romantisch als auch eindringlich ist. Es ist eine Romanze, die mehr als 20 Jahre dauerte, aber nie zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Ende kam. Diane Keaton und Al Pacino, zwei Filmgrößen, die für immer mit dem Paten verbunden sein werden, sind die Protagonisten dieser Liebesgeschichte. Ihre Seelen konnten sich jedoch nie zur gleichen Zeit vollständig begegnen. Diane Keaton, eine Muse, die unglaublich mutig, unabhängig und witzig war, machte Al Pacino einen Heiratsantrag, weil sie so sehr in ihn verliebt war. Und Pacino, der Mann mit den schönen Augen und einem Herzen, das sich jederzeit ändern könnte, beschloss, wortlos zu gehen. Es gab eine Zeit, in der sie zusammenlebten, in der sie stille Gelübde austauschten und sich gegenseitig Tränen in die Augen trieben. Doch am Ende beschloss jeder von ihnen, seinen eigenen Weg zu gehen. Es gab keine Hochzeit, keinen Abschluss, es blieb nur eine eigentümliche Beziehung, die bis heute anhält. Wenn Sie schon einmal Diane Keaton bewundert haben, die ein Symbol für Intelligenz und Unabhängigkeit ist, oder wenn Sie schon einmal vom rebellischen Blick Al Pacinos angezogen wurden, dann kommentieren Sie bitte unten mit 1 und entdecken Sie gemeinsam mit uns die Geschichte hinter dem Rampenlicht. Neben einer nie endgültigen Trennung gab es auch eine Liebe, die nie erwähnt wurde. Welchen Schmerz erlebte Diane Keaton? Und was hinderte Al Pacino, der einst „Ich liebe dich" für immer verkündet hatte, daran, sie weiterhin in seinen Bann zu ziehen? Eine Liebesgeschichte von Diane Keaton und Al Pacino. Um zu verstehen, warum die Beziehung zwischen Diane Keaton und Al Pacino nie ein vollständiges Ende fand, müssen wir auf eine Zeit lange vor ihrer Begegnung zurückblicken, auf die Kindheitsjahre und künstlerischen Reisen, die im Stillen ihre Art zu lieben und loszulassen prägten. Diane Keaton wurde in Los Angeles in eine Familie hineingeboren, die dem streng katholischen Glauben angehörte. Ihr Vater arbeitete als Bauingenieur und ihre Mutter Dorothy gewann einst einen Schönheitswettbewerb in ihrem Dorf. Sie entschied sich jedoch, ihr ganzes Leben der Mutterrolle zu widmen, anstatt ihren Traum, Bühnenschauspielerin zu werden, zu verfolgen. Im Laufe ihrer Kindheit sah Diane eine umwerfende Frau, die in der Küche eingesperrt war, und sie schwor, niemals ein solches Leben zu führen. Schon in jungen Jahren traf Diane die bewusste Entscheidung, eine freie Frau zu sein, einzigartig, mutig und so aggressiv, dass viele Männer sie als furchteinflößend empfanden. Diane war aufgrund des schmerzhaften Schattens, den ihre Mutter ihr Leben lang warf, anfällig. Sie sehnte sich nach einer Liebe, die ganz war, nicht nach einer Liebe, die kam und ging, sondern nach einer Liebe, die den Mut hatte, so zu bleiben, wie sie war. Im Bereich künstlerischer Ungewissheit sind ein Gefühl der Sicherheit, ein Zuhause und eine Beziehung unerlässlich. Genau das entdeckte sie oder glaubte zumindest, es in Al Pacinos Augen entdeckt zu haben. Al Pacinos Schilderung hingegen war ganz anders. Er stammte aus einer italienisch-amerikanischen Familie und war verarmt. Er wurde in East Harlem, New York, geboren. Als er gerade 2 Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden. Rose, die Mutter des Kindes, zog ihn allein auf und arbeitete nebenbei in einer winzigen Wohnung in der Bronx. Pacino hatte nie eine Familie, die ihm als Vorbild gedient hätte. Im Gegenteil, er verbrachte seine Kindheit umgeben vom Trubel der Stadtstraßen, historischen Kinos und kleinen Theater, wo er zum ersten Mal ein Gefühl der Zugehörigkeit verspürte. Seine Liebe zum Theater begann schon in jungen Jahren, doch im Laufe seines Lebens war es das einzige, dem er sich jemals widmete. Während Pacino versuchte, seine Schauspielkarriere aufrechtzuerhalten, flog er von der Schule, arbeitete als Platzanweiser im Kino, trug Zeitungen aus und schlief sogar in Parks und Grünanlagen. Er entwickelte ein Panzergehäuse, das auf sein Überleben in dieser Umgebung zurückzuführen war. Obwohl er freundlich war, war er nicht zugänglich. Tiefgründig, aber nicht sehr nah. Vor allem aber hatte er panische Angst vor Bindung. Pacino glaubte, Bindung bedeute den Verlust der Unabhängigkeit. Freiheit hingegen war das Einzige, was ihn am Leben erhalten konnte. 2 Menschen, von denen der eine verzweifelt versucht, sich festzuhalten, der andere nur noch rennen kann. Beide sind verliebt. Doch keiner von ihnen kann lieben, ohne sich unnötigen Schmerz zuzufügen. Sie waren nicht nur 2 junge Schauspieler, die für ein Meisterwerk gecastet wurden, als sie sich 1971 am Set von Der Pate kennenlernten, sondern auch 2 junge Talente. Die beiden Geister,
die lange Zeit von der Vorstellung einer Erlösung entfremdet waren, erkannten sich plötzlich auf den ersten Blick. Dennoch gibt es Momente, in denen das Schicksal den Menschen Hoffnung schenkt, nur um sie damit zu zerstören. Während der Dreharbeiten zu Der Pate im Jahr 1971 begegneten sich Diane Keaton und Al Pacino zum ersten Mal. Beide waren damals noch nicht sehr bekannt. Keaton war eine humorvolle Schauspielerin, die unabhängig arbeitete, während Pacino ein Newcomer war, der gerade die Bühne am Broadway betreten hatte. Es war ein sanfter Anfang, als sich ihre Blicke inmitten der Druckkochtopf-Atmosphäre eines klassischen Mafia-Films trafen. Eine Hollywood-Romanze. Zwischen ihnen herrschte eine starke und zugleich zarte Verbindung, als hätte das Schicksal begonnen, jenseits der Kamera eine andere Geschichte für sie zu schreiben. In mehreren Interviews gestand Diane Keaton, dass sie sich von Anfang an in Pacino verliebt hatte. Ich war regelrecht besessen von ihm, fügte sie hinzu. Er war charmant und witzig zugleich. Er redete ununterbrochen und sah unheimlich gut aus. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ein verlorenes Kind oder ein verrücktes Genie zu sehen, und ich konnte nicht anders, als ihn anzustarren. Pacino hingegen äußerte sich kaum, er ließ seine Gefühle für Keaton zu keinem Zeitpunkt öffentlich kundtun. Andererseits könnte jeder, der den Film von hinter den Kulissen sieht oder den Erzählungen seiner Freunde zuhört, Emotionen empfinden. Die Energie, die zwischen ihnen herrschte, ließ sich nicht angemessen beschreiben. Es ging nicht nur um berufliche Übereinstimmung oder körperliche Anziehung, vielmehr war es eine Anziehungskraft, die keiner von ihnen richtig verstehen konnte. Im Laufe der 1970er Jahre liebten sie sich, trennten sich und kamen wieder zusammen, als könne keiner den anderen wirklich loslassen. Ihre Liebe begann im Stillen und entwickelte sich allmählich im Laufe von Der Pate Teil 2. Darüber hinaus begann Diane Keaton zu dieser Zeit zu verstehen. Hinter ihren Gefühlen für Pacino steckte mehr als nur eine einfache Schwärmerei in jungen Jahren. Es war eine leichte Fixierung, die sie bereit machte, mehr als 20 Jahre zu warten, nur um eine Antwort auf ihre Frage zu erhalten. Aber es ist möglich, dass diese Reaktion nie erfolgte. Und das Schlimmste war, dass Pacino sich dessen bewusst war. Andererseits änderte er sich nicht, er blieb tiefgründig, faszinierend und distanziert, und er verpflichtete sich nie zu etwas. Das verwandelte alles in eine unerbittliche Verfolgungsjagd, bei der Diane immer diejenige war, die die Verfolgung aufnahm. Es gab keine andere Hollywood-Romanze wie die zwischen Diane Keaton und Al Pacino. Die Öffentlichkeit erfuhr davon nicht sofort. Es gab weder Fotos des Paares auf dem roten Teppich noch eine offizielle Bekanntgabe ihrer Verlobung. Und doch existierte sie über 20 Jahre lang weiter, friedlich und chaotisch zugleich, wie eine Melodie ohne Schluss, die erst erklang, dann verklang und dann wieder von vorne begann. Nachdem sie die ersten gemeinsamen Dreharbeiten zu Der Pate beendet hatten, begannen sie heimlich miteinander auszugehen. Auch wenn sie nicht zusammen waren, hatte Keaton andere Beziehungen. In der Vergangenheit war sie mit Warren Beatty und sogar Mel Gibson zusammen und lebte außerdem mit Woody Allen zusammen. Pacino hingegen war ein Teil ihres Herzens, den sie nie vergessen konnte. Eines Tages sagte sie, dass es den drei Paten um dasselbe ginge, nämlich um Al. So einfach ließ sich das umsetzen. Im Laufe dieser Zeit blieb Al Pacino seiner Praxis treu, Verpflichtungen zu vermeiden. Jede seiner Beziehungen, auch die mit Diane, war von Zerrüttung geprägt. Sie erlebten mehrere Trennungen und kamen dann wieder zusammen, jedes Mal in dem Glauben, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie zusammen sein würden. Die Leute, die in der Branche arbeiteten, sagten oft, dass Keaton die einzige sei, die die Geduld habe zu bleiben, die Sanftheit, Pacino zu beruhigen, wenn er sich angespannt fühlte, die Weisheit, keinen Druck auf ihn auszuüben und die Liebe, auf etwas zu warten, von dem sie wusste, dass es vielleicht nie eintreten würde. Ende der 1980er Jahre, als sie in Rom die Dreharbeiten zu Der Pate Teil 3 drehten, erlebte ihre Beziehung einen Wendepunkt. Während ihres Aufenthalts in derselben Villa glaubten alle Anwesenden, Pacino würde Keaton nach all den Jahren endlich einen Heiratsantrag machen. Doch die Wahrheit sah ganz anders aus. Diane stellte ihn vor die Wahl. Entweder sie heiraten oder beide sterben. Es war nicht Al Pacino, der sie auswählte. Die Erzählung endete nicht mit einer angespannten Konfrontation, sondern mit einem schockierenden Schweigen. Während Diane in Therapie war, erfuhr sie, dass ihr Vater einen Gehirntumor hat. Gleichzeitig verließ Pacino schweigend die Klinik, ohne sich umzudrehen. Diane versank in der Dunkelheit. Sie antwortete nur: „Ich habe ihn ständig um Dinge gebeten, wenn sie zu diesem Thema befragt wurde. Ich sehnte mich nach mehr.
So wie ich ihn liebte, wünschte ich mir auch, dass er mich liebt. Das war tatsächlich das tragische Ereignis. Jemanden übermäßig zu lieben, reicht oft aus, um ihn zu vertreiben. Anders ausgedrückt, wäre die Liebe zwischen Diane Keaton und Al Pacino ein Musikstück, wäre sie ein Musikstück, in dem nur ein Interpret ohne Unterbrechung weiterspielt, während der andere leise die Bühne verlässt. Keaton war derjenige, der immer weitermachte, der hoffte und der bereit war, diese Verbindung einzugehen, besonders wenn sie ihre tiefste Ebene erreichte. Und trotz seiner Dankbarkeit und Rührung blieb Pacino derjenige, der reglos dastand und die Liebe an sich vorbeiziehen ließ. Diane bezeichnete Pacino einmal als einen großartigen Menschen, der seinen Weg verloren hatte. Ein kluger und charismatischer Mann, voller Widersprüche, der es nie zuließ, dass jemand ihm zu nahe kam, solange er in seiner Nähe war. Ihre Beschreibung von ihm enthielt die Worte umwerfend, genialer Narr und das schönste Gesicht, das ich je hatte. Andererseits reichten diese Worte nicht aus, um ein Herz zu binden, das nie bereit war, gebunden zu werden. Nicht, weil Pacino nicht liebte, sondern weil er nicht an eine Lösung glaubte, die ihn zum Bleiben in einer Beziehung bewegen könnte, heiratete er nicht. Als Diane in einem späteren Interview danach gefragt wurde, verriet sie, dass sie immer den falschen Mann gewählt hatte. Ich brauchte genauso viel Unterstützung wie sie von mir. Andererseits ist das kein Rezept für eine dauerhafte Beziehung. Sie war sich bewusst, dass ihr die Neigung fehlte, andere zu umsorgen und dass sie nicht stabil genug war, um die Anforderungen an einen perfekten Lebenspartner zu erfüllen. Was sie jedoch nicht erkannte, war, dass ihre übermäßige Liebe zu den Dingen, die sie liebte, die schwersten Wunden verursachte. Ach ja, und Pacino? Er heiratete nie jemanden. Er war mit 3 verschiedenen Frauen verheiratet und hatte mit jeder von ihnen 4 Kinder, doch er steckte nie jemanden einen Ring an den Finger. Freunde berichteten, dass Pacino panische Angst hatte, seine Unabhängigkeit zu verlieren und dass ihn der Gedanke plagte, die Ehe würde etwas Atemberaubendes zerstören. Es ist auch möglich, dass er sich der Tatsache bewusst war, dass er jemanden nicht so sehr lieben konnte, dass er sich ihm hingeben konnte oder dass er jemanden nicht auf eine Weise lieben konnte, die als normal galt. Diane Keaton war nicht in der Lage, die Verbindung zu dem Mann, den sie während ihrer 20-jährigen Beziehung liebte, aufrechtzuerhalten. Pacino hingegen gelang es nie, das Herz einer Frau lange genug zu gewinnen, um etwas Bleibendes zu schaffen. Beide scheiterten, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Und am Ende, als die Liebe zurückgewiesen wurde, war derjenige, der zurückblieb, für alles verantwortlich. Es war eine Wunde, die Diane mit in ihre Rollen nahm. Frauen, die unabhängig, humorvoll und uneingeschränkt waren, aber dennoch stets ein Gefühl stiller Einsamkeit ausstrahlten. Al Pacino war derjenige, der diese Lehre auf die größten Bühnen trug. Selbst in seinem späten Lebensabschnitt mit über 80 gehört er niemandem mehr ganz. Die Liebesgeschichte von Diane Keaton und Al Pacino endete ohne Beteiligung Dritter, ohne Streit und ohne die Einreichung der Scheidungspapiere. Einer zog sich aus Angst vor einer festen Bindung aus der Beziehung zurück, der andere entschied sich schließlich für die Trennung. Diane Keatons Kämpfe und Al Pacinos Entscheidung. Doch die wahre Frage blieb auch nach dem Ausschalten des Lichts und dem Abklingen des Applauses bestehen. Wer von ihnen lebte am Ende sein Leben in vollen Zügen? Nach dem Ende ihrer letzten Beziehung mit Pacino war Diane Keaton nie wieder mit jemandem in der Öffentlichkeit zusammen. Obwohl sie schon weit über 50 ist sie seit über 35 Jahren alleinstehend und hat 2 Kinder adoptiert, ein Mädchen und einen Jungen. In einem der Interviews gab sie zu, dass sie noch nie jemand gefragt hatte, ob sie jemanden heiraten wolle. Möglicherweise hatten sie den Eindruck, ich sei nicht die einfachste Person, mit der man gut auskommen kann. Gleichzeitig war sie diejenige, die unmissverständlich erklärte: Ich bin sehr erleichtert, dass ich nicht geheiratet habe. Meiner Meinung nach wäre das nicht angebracht gewesen. Obwohl sie keinen männlichen Partner hatte, entwickelte sich Diane Keaton zu einer der erfolgreichsten Frauen Hollywoods. Als Trägerin des Oscars, des Golden Globe und des American Film Institute wurde sie zum Symbol reifer Schönheit, scharfsinniger Intelligenz und ausgeprägter Einzigartigkeit. Auch das American Film Institute würdigte sie. Sie verlor nie ihren Sinn für Humor und ihr Selbstvertrauen, obwohl sie in der Vergangenheit in der Liebe verletzt worden war. Und was ist mit Al Pacino, dem Mann, dem Keaton zuvor einen Heiratsantrag gemacht hat? Obwohl er nie geheiratet hat, ist er Vater von 4 Kindern von 3 verschiedenen Frauen. Die einzige dieser Beziehungen, die länger als ein paar Jahre hielt, war die mit Beverly D'Angelo, aus der die Zwillinge Anton und Olivia hervorgingen. Alle anderen, angefangen bei Martha Keller über Lucilla Pollack,
bis hin zu Noor Al-Fallah, der Mutter seines jüngsten Kindes, das 2023 geboren wurde, starben wie eine Reihe unvollendeter Filmsequenzen. Pacino antwortete auf die Frage, warum er nie geheiratet habe, mit leiser Stimme: Ich meide Türen, die zu Schmerz führen könnten. Obwohl es eine einfache Aussage ist, wirkt sie unheimlich. Möglicherweise war ihm bewusst, dass er niemanden glücklich machen konnte, und deshalb beschloss er, alles auf Distanz zu halten. Keaton entschied sich für das Alleinsein. Pacino entschied sich für einen bindungslosen Modus. Doch nur eine Person hat vor einem Therapeuten um eine Liebe geweint, die sich nie erfüllen konnte. Und nur eine Person trat vor Tausenden von Zuschauern auf die Bühne und verkündete: Ich liebe dich für immer. Dies geschah inmitten des Beifalls einer ganzen Branche. Ein möglicher Gewinner, wenn es denn einen gibt, ist derjenige, der trotz all dieser Tortur seine Identität bewahren konnte. Eine romantische Liebesgeschichte. Am meisten litt jedoch derjenige, der am meisten liebte. Die Welt des Showbusiness ist ein lauter und vergänglicher Ort, und es ist eher ungewöhnlich, dass eine Beziehung von leidenschaftlich zu herzzerreißend wird und sich dann allmählich zu etwas entwickelt, das auf tiefem Respekt und einer dauerhaften Verbindung beruht. Diane Keaton und Al Pacino hingegen schafften die. Die beiden waren weder romantisch noch im herkömmlichen Sinne befreundet. Sie waren die einzigen, die ein Kapitel persönlich erlebt hatten, das niemand sonst je vollständig verstehen konnte. Darüber hinaus blieb ihre Freundschaft aus unerklärlichen Gründen weiterhin stark, als hätte es nie einen echten Bruch zwischen ihnen gegeben. 2017 gab Al Pacino sein Bühnendebüt bei der Verleihung des Lifetime Achievement Award des American Film Institute, der Diane Keaton verliehen wurde. Fast 30 Jahre waren vergangen, seit sie sich zuletzt geliebt hatten. Pacinos Augen hingegen schienen in dieser Nacht die Zeit auslöschen zu können. Er erzählte von den Momenten, als Keaton ihn vor Interviews zum Lachen brachte, von Erinnerungen aus Rom und von Einblicken hinter die Kulissen, die nur sie beide geteilt hatten. Nach Abschluss seiner Ausführungen machte er eine kurze Pause, als wolle er Luft holen, und verkündete dann vor dem gesamten Publikum: Ich liebe dich für immer. Diane Keaton lächelte, ohne eine Träne zu vergießen, vielleicht weil sie bereits genug Tränen vergossen hatte, um ihre emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Ihre Freundschaft wird in den Medien nicht oft thematisiert. Es gibt keine Fotos von den beiden auf roten Teppichen oder beim gemeinsamen Abendessen. Dennoch sprechen beide in Interviews weiterhin mit größter Zuneigung übereinander. Keaton hatte bemerkt, dass Pacino das umwerfendste Aussehen aller Menschen hatte, die sie je getroffen hatte. Pacino beschrieb Keaton als eine Frau, die einzigartig, immer überraschend und immer lebendig war. Es ist möglich, dass Freundschaft die einzige Möglichkeit ist, den Partner nicht völlig zu verlieren, wenn Liebe nicht mehr ausreicht, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Für diese Option entschieden sie sich. Sie wollten sich nicht wieder verletzen, nicht zurückkehren und die Ereignisse der Vergangenheit nicht ignorieren. Sie ließen einander ihr Leben weiterleben, blieben sich aber dennoch immer im Herzen. Die Liebe ging zu Ende. Diane Keaton und Al Pacino trennten sich jedoch nie wirklich. Trotz des Anscheins ist die Beziehung zwischen Diane Keaton und Al Pacino mehr als nur die Geschichte einer gescheiterten Verlobung. Es ist Ausdruck einer weit verbreiteten Tragödie, die sich über Generationen hinweg ereignet hat. In einer Gesellschaft, in der Kompromisse keinen Platz haben, bringen sich zwei zu besondere, zu unabhängige und zu ehrgeizige Individuen in eine schwierige Lage, wenn sie versuchen, sich zu lieben. Die Künstler Keaton und Pacino werden beide von ihrem inneren Leben und den emotionalen Narben ihrer Kindheit getrieben. Keaton wuchs in einem Haushalt auf, in dem ihre Mutter eine ehrgeizige Frau war, die nie die Möglichkeit bekam, zu glänzen. Daher trug sie ihr Leben lang die Leidenschaft mit sich, ihren Wert zu beweisen, nicht nur im Bereich der Kunst, sondern auch im Bereich der persönlichen Identität. Trotz ihres Wunsches, aufrichtig geliebt zu werden, fürchtete sie sich davor, mittelmäßig zu sein, und hasste es, sich Autoritäten unterwerfen zu müssen. Pacino hingegen schien das genaue Gegenteil zu sein. Er wuchs in Armut in der Bronx auf und zog auf der Suche nach Theaterrollen durch die Straßen New Yorks, da er seit seiner Kindheit keinen Vater mehr hatte. Liebe war seiner Ansicht nach immer etwas, das seine Freiheit beeinträchtigen konnte. Sie war ein zu hoher Preis für eine Art von Stabilität, die ihm fremd erschien. Im Kontext ihrer Beziehung war es Keaton, der sich ein Zuhause vorstellte, während Pacino ein Gefühl der Trennung vor sich sah. Ich mochte Pacino nicht wegen seiner Persönlichkeit, sondern wegen seiner Verkörperung einer verlorenen Seele, die gerettet werden musste, wie Keaton einmal sagte. Pacino, obwohl er Diane sehr schätzte, zeigte nie den Willen, sein Verhalten zu ändern
und kam nie an den Punkt, an dem die Liebe den Verlust eines Teils seiner selbst zu rechtfertigen schien. Einerseits brachte die Kunst sie einander näher, andererseits war es die Kunst, nämlich ihre Beschäftigung mit Rollen, Jobs und kreativer Freiheit, die sie schließlich auseinanderbrachte. Jede von ihnen entschied sich, ihren individuellen Weg zu gehen. Sie war nie auf einen Mann angewiesen, der sie vervollständigte, und so wurde Diane zu einem Symbol autonomer Weiblichkeit. Dass eine große Liebe nicht immer mit einer großen Karriere einhergeht, dass manche Menschen zwar dazu geboren sind, sich innig zu lieben, aber nie dazu bestimmt sind, zusammenzuleben, und dass Pacino immer zurückgezogener und freier wurde, bis hin zur Einsamkeit, eine nur auf die Leinwand gehörte, und vielleicht war das ein Schicksal, das beide schon lange geahnt hatten, dass Pacino ein Mann war, der nur auf die Leinwand gehörte. Diane Keaton und Al Pacino, zwei lebende Hollywood-Legenden, liebten sich auf eine Weise, wie es nur wenige wagten, mit Ehrlichkeit, mit jahrelangem Warten, mit innerer Einsamkeit und mit Entscheidungen, die qualvoll waren. Trotzdem kamen sie nicht voran. Die Worte „Ich liebe dich für immer" waren das Einzige, was blieb, als die Hochzeit vorbei war und die Kamera blitzte. Ein Happy End gab es nicht. Andererseits, war es eine echte und tiefe Liebe, oder war es wirklich nur ein Traum, in den nur Diane Keaton eintrat, während Pacino draußen blieb? Wenn du jemanden so sehr liebst, dass du ihm einen Heiratsantrag machen wolltest und er dann wortlos geht, würdest du das als Liebe oder als Fehler betrachten? Und wenn diese Person nach über 20 Jahren immer noch mit Tränen in den Augen von dir spricht, war es dann wirklich echt oder nur Bedauern? Sie konnten keine Bindung zueinander aufbauen. Trotzdem haben sie sich nie losgelassen. Al Pacino hat nie jemanden gefunden, der Diane Keatons Platz in seinem Herzen einnehmen konnte, und niemand hat es je geschafft, Diane Keaton dazu zu bringen, in Interviews so viel zu reden, obwohl sie mehr als die Hälfte ihres Lebens unverheiratet war. Manche Lieben brauchen keinen Namen und manche Ziele erfordern keine Ehe. Es gibt aber auch Schmerzen, die keinen Namen haben, weil sie nie endeten oder vielleicht gar nicht erst begannen. Dauerhafte Liebe. Diane Keaton erklärte: „Ich liebe dich, Al. Das habe ich immer getan." Sie sagte es nicht in einer Filmszene, sondern während einer Live-Veranstaltung, Jahrzehnte nachdem ihre Romanze nur noch ein Funken war. Das Publikum lachte leise und hielt es für eine ihrer charmanten, spontanen Bemerkungen. Doch wer es wusste und verstand, konnte in ihrer Stimme etwas Ernsteres hören, eine Liebe, die einst hell brannte und dennoch Asche hinterließ. In Wahrheit hat Diane Keaton Al Pacino nie wirklich verloren. Sie hat das Warten einfach überwunden. Sie hat das Schweigen überwunden und, was vielleicht am herzerreißendsten ist, sie hat die Hoffnung aufgegeben, dass er jemals der Mann werden würde, den sie braucht. Al Pacino lernte trotz all seiner Brillanz nie anzukommen. Er war immer auf der Flucht vor Verantwortung, vor Routine, vor der Endgültigkeit der Bindung. Er war ein Wanderer, dessen Herz zu voller Schatten, zu voller vergangener Verletzungen war, zu viel Angst davor, eingesperrt zu werden. Für ihn war Liebe real. Doch Beständigkeit war ein Gefängnis. Diane hingegen war mit der Fantasie der Ewigkeit aufgewachsen. Trotz ihrer Unabhängigkeit und ihres leidenschaftlichen Feminismus steckte in ihr ein kleines Mädchen, das miterlebt hatte, wie ihre Mutter ihre Träume für einen Ehemann und eine Familie aufgab und sich nach einem Gleichgewicht sehnte, das ihre Mutter nie finden konnte. Sie wollte nicht in der Liebe verschwinden. Sie wollte eine Liebe, die ihr zur Seite stehen konnte. Aber Pacino, er wusste nur, wie er darin verschwinden oder ganz davor weglaufen konnte. Sie waren immer nicht im Einklang. Wenn sie bereit war, war er es nicht. Wenn er sich umdrehte, hatte sie die Tür bereits geschlossen. Und doch fanden sie immer wieder zueinander. Ein Anruf, ein Treffen, ein stiller Blick von der anderen Seite des Raumes bei einer Preisverleihung oder einem Klassentreffen. Kein neuer Partner konnte die Last dieser gemeinsamen Vergangenheit lindern. In Interviews sagte Diane einmal, Al war einfach unerreichbar, man konnte in seinen Armen liegen und sich trotzdem fühlen, als wäre man 100 Meilen entfernt. Und das war das Paradoxe: Je mehr sie ihn liebte, desto weiter schien er sich zu entfernen. Doch trotz seiner Ausweichmanöver ließ Pacino sie nie wirklich los. Öffentlich hat er kaum etwas über sie gesagt. Aber es gibt Gerüchte, Freunde sagen, er behalte alte Fotos auf und halte inne, wenn ihre Filme im Fernsehen laufen. Sie sagen, trotz der Frauen und Kinder, der Partys und der Auszeichnungen habe ihn die Vorstellung, was er ihr nicht geben konnte, nie verlassen. Was sie hatten, war nie einfach. Es war nie ordentlich. Aber es war echt.
Als Diane Keaton ihre Kinder Dexter und Duke adoptierte, tat sie dies ohne Partner. Sie tat es nicht, um die Liebe zu ersetzen, sondern um eine andere Version davon zu schaffen. Und damit bewies sie, dass Frauen wie sie, Frauen mit wildem Herzen und scharfem Verstand, keine Ehe brauchten, um Sinn zu finden. Sie schenkte sich die Familie, nach der sie sich immer gesehnt hatte, aber zu ihren eigenen Bedingungen. Pacino hingegen blieb ziellos. Seine Auftritte waren weiterhin vielschichtig, brillant und gequält, ein Spiegelbild seiner Seele, die er vor seinen Nächsten verbarg. Freunde bemerkten oft, dass sein wahres Leben nur dann stattzufinden schien, wenn er spielte. Wenn das Licht ausging, zog er sich in die Einsamkeit zurück. Bis heute nickt er nur, wenn der Name Diane Keaton in seiner Gegenwart fällt, oder lächelt wehmütig. Und in diesem Lächeln lebt jede unausgesprochene Entschuldigung. Jede verpasste Gelegenheit, jedes Beinahe. Denn manchmal brauchen Liebesgeschichten keine Bösewichte, um auseinanderzubrechen. Manchmal ist es nicht Verrat oder Betrug, der eine Beziehung beendet, sondern der richtige Zeitpunkt und Angst und die stille Erkenntnis, dass zwei Menschen perfekt zueinander passen können und trotzdem nicht zusammenpassen. Ihre Liebe erlosch nicht schnell. Sie schwellte, still und schmerzhaft, jahrzehntelang. Und wir fragen uns, wäre es besser gewesen, nie geliebt zu haben oder etwas so Seltenes geliebt und verloren zu haben? Diane Keaton beantwortete diese Frage einmal, ohne es zu merken. In einem Interview gegen Ende ihres Lebens, als sie nach ihren Reuegefühlen gefragt wurde, hielt sie inne. Ich bereue geglaubt zu haben, dass Liebe jemanden retten könnte, der nicht gerettet werden wollte. Und in diesem Satz hört man das Echo von 20 Jahren Liebe zu einem Mann, der nie wusste, wie man treu bleibt. Ein Mann, der sie vielleicht mehr liebte, als er zugeben konnte, aber weniger als sie brauchte. Vermächtnis einer verlorenen Liebe. Heute ist Diane Keaton eine Legende. Oscar-Preisträgerin, Mordeikone, Symbol der Individualität. Al Pacino bleibt ein Gigant des Kinos, immer noch Schauspieler, immer noch rätselhaft. Doch hinter Ruhm und Erfolg schwingt das Echo ihrer Liebe mit. Sie endeten nicht in Bitterkeit. Sie haben sich nicht getrennt. Sie konnten sich einfach nicht in derselben emotionalen Zeitzone treffen. Sie brauchte Wurzeln. Er brauchte Flügel. Sie gab alles. Er gab, was er konnte. Und so bleibt ihre Geschichte in der Schwebe, keine Romanze, keine Tragödie, sondern etwas dazwischen. Eine Erinnerung daran, dass die großen Lieben im Leben manchmal diejenigen sind, die nie ganz wahr werden. Denn nicht jede Liebe ist für die Ewigkeit bestimmt. Manche sollen uns beibringen, was wir brauchen, auch wenn wir es nie bekommen. Ihr Vermächtnis war nicht ein Ehering oder ein gemeinsames Zuhause, sondern eine Art künstlerische und emotionale Verbundenheit, die auch dann Bestand hatte, als die Romanze scheiterte. Diane Keaton und Al Pacino schufen etwas Unsterblicheres als die Ehe. Sie schufen einen Mythos, eine Geschichte, die bis heute nachhallt, nicht weil sie ein Happy End hatte, sondern weil sie es nicht tat. Denn irgendwo da draußen waren wir alle schon einmal einer von ihnen. Derjenige, der wartet. Oder derjenige, der rennt. Und manchmal sind wir beides. Glaubst du, Dianes Entscheidung war richtig, nie zu heiraten, oder hätte sie für die verlorene Liebe kämpfen sollen? Wenn Sie die Geschichte von Diane Keaton berührt hat, liken Sie dieses Video, kommentieren Sie Ihren Lieblingsfilm von Diane Keaton und vergessen Sie nicht, sich für weitere Geschichten anzumelden, die die Herzen hinter den Schlagzeilen enthüllen.